Die palästinensischen Opferzahlen im Gazakrieg sind einer Analyse zufolge überhöht. Diese Analyse stammt vom Forschungsinstitut Henry Jackson Society. Sie zeigt Fehler in den Opferlisten der palästinensischen Behörden. So enthalten die Listen offenbar auch die natürlichen Todesfälle in Gaza pro Jahr rund 5000. Zudem würden Kämpfer und Zivilisten nicht getrennt aufgeführt. Die Studie kritisiert auch Medien, die oft nicht klar machten, dass die Zahlen von einer Hamas geführten Behörde stammten. So, da ist er nochmal, Shlomo Spiro. War ich ein bisschen voreilig, Herr Spiro. Was sagen Sie zu dieser Studie, die da sagt, naja, ziemlich nach oben gepimpt, die Opferzahlen? Es ist sehr schwer, tatsächlich die genaue Opferzahl bei solchem Krieg zu berechnen. Viele große Gebäude sind zur Explosion gebracht, kollabiert und so. Nicht alle Leichen konnten geborgen werden oder identifiziert. Aber hinter diesen Zahlen nach der neuesten Studium steht ein klares Ziel, die Opferzahl zu erhöhen und damit auch die Zahl der Toten innerhalb der Hamas-Organisation zu verstecken. Nach israelischen Berechnungen sind ungefähr 17.000 Hamas-Terroristen und Kämpfer in den über ein Jahr Krieg getötet worden. Leider aber auch Tausende von Zivilisten, gar keine Frage hier. Aber genaue Berechnungen sind schwer. Was diese neue Studie gezeigt hat, ist, wie unzuverlässig die Zahlen, die aus der Hamas kontrollierten Ministerien in Gaza rausgekommen und so verbreitet auch in den internationalen Medien sind. Spiro, natürlich sind solche Zahlen auch dazu da, vor allem hohe Zahlen, das Entsetzen in der Welt entsprechend auch anzuheizen über das, was da in Gaza passiert einerseits. Andererseits verfängt das wirklich, weil wir wissen, wie, ich sag mal, Propaganda, wie Manipulation auch in allen Kriegen Bestandteil des Kampfes sind. Das ist klar, ja, Manipulation und Propaganda sind genauso wichtige Kriegsgeräte wie Kanonen und Panzer. Und das ist noch ein Beispiel dafür. In diesem Bericht der Henry Jackson Society ist zum Beispiel zu lesen, wie Männer als Frauen deklariert wurden, wie 30-Jährigen als einjährige Babys deklariert wurden und so weiter. Aber das sind natürlich die Analysen von Einzelfällen, halt diese große Krieg. Ich glaube aber, es zeigt auch, wie wichtig ist es jetzt, Bestrebungen von allen Seiten und vor allem jetzt nach der Kollaps der Assad-Regime ist im Norden dann kein mehr Krieg gegen Israel. Und es ist jetzt höchste Zeit, diese schrecklichen Verluste auf beide Seiten zu stoppen und alles anzustreben, um einen Feuerstillstand mit der Hamas zu erreichen, durch die Befreiung von israelischen Geiseln. Jetzt aber, Shlomo Spiro, danke für das Gespräch.